Immer wenn ich mitkriege, wie viele Menschen Schmerzen in den Knien haben, vor allen Dingen, je älter sie werden, umso mehr, werde ich richtig nervös. Und ich fühle mich irgendwie dann total aufgefordert, das Geheimnis weiterzusagen. Das einfache Geheimnis, ja. Ein großes Wort um 3 Übungen, die dazu führen und dir helfen, wirklich bei Knieschmerzen meist was selbst machen zu können. Und gesagt ist viel oder schnell, tun müssen wir es, damit wir erfahren, ob es funktioniert. Also mach mit. Du brauchst eigentlich nur fürs Erste einen etwas weicheren Boden, vielleicht ein härteres Bett, irgendwo, wo du dich mit dem Bauch halt drauflegen kannst. Und jetzt geht es um Folgendes. Du legst dich jetzt hin und jetzt versuchst du mal, deinen Fuß zu greifen, nachdem du ihn Richtung Gesäß gezogen hast. Und wenn du drankommst, greifst du ihn vorne an den Zehen, presst deine Leiste, deine rechte. Wir üben jetzt übrigens, habe ich vergessen zu sagen, fürs rechte Bein, fürs rechte Knie. Wenn du links dann ein Problem hast, ja, dann machst du es auf der linken Seite natürlich gleich mit. Wenn du beide Probleme hast, dann machst du einmal so und einmal so. Ja? Lässt das Video zweimal laufen sozusagen. Und jetzt ziehst du immer weiter ran und jetzt merkst du, das zieht im Knie, das zieht im Oberschenkel, das zieht bis in die Leiste rein. Worauf es ankommt ist, dass du unbedingt deine Leiste dicht am Boden lässt. Das ist super, super wichtig. Ja? Und deswegen ziehst du jetzt erstmal deine Leiste immer gegen den Boden und Part 2 sozusagen ist immer, dass du den Fuß immer weiter Richtung Gesäß ziehst. Du atmest schön. Ach, was ich vergessen habe zu sagen, wenn du nicht gut drankommst, dann müsstest du erstmal dein Bein ein bisschen beugen und dann kommst du meistens dran, kannst dich so am Bein entlang greifen und bist dann irgendwann am Fuß und kannst dann die Übung so mitmachen. Und jetzt gehen wir in den Ablauf rein. Ja? Also du hast jetzt wie auch immer das hingekriegt, dass du so liegst und konzentrierst dich darauf, dass die Leiste dicht am Boden ist und ziehst jetzt so, wie du merkst, dass es geht, deinen Fuß immer ein bisschen weiter Richtung Gesäß. Du atmest dabei schön, nimmst wahr, wie die Muskulatur und die Faszien nachgeben. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen intensivieren das Ganze. Ja? Jetzt streckst du mal dein Bein, also das heißt, besser gesagt, du willst es strecken, hältst es aber fest mit der Hand und deswegen wird es nicht gelingen, lässt wieder los die Streckkraft, lässt locker und ziehst es ein bisschen weiter ran. Und dann nochmal, du streckst wieder gegen die haltende Hand, dann lässt du locker und gehst weiter in die Dehnung. Und nochmal, du streckst gegen die haltende Hand, lässt locker und gehst weiter in die Dehnung. Und kommst langsam wieder raus. Und schreib bitte mal einen Kommentar, wie das so war mit dem Greifen. Fiel es dir schwer, fiel es dir nicht schwer? Wie hast du es hingekriegt? Und kommst dann hoch. Und jetzt drehen wir das Ganze um. Jetzt haben wir für dich zum Verständnis vorne freigemacht. Weil wir wissen aus vieler Erfahrung, aus langer Erfahrung, dass die Schmerzen in deinem Knie meistens dadurch zustande kommen, dass hier die Muskeln zu kurz und zu hoch angespannt sind. Das haben wir jetzt auf der Vorderseite etwas bereinigt. Ja? Jetzt geht es auf der Rückseite weiter. Du streckst dein betroffenes Bein. Bei mir ist es jetzt das rechte. Ja? Du streckst es durch, hältst dich am anderen Bein fest, versuchst auch den Fuß möglichst weit nach hinten zu nehmen. Dann merkst du, die Wade kommt von der Dehnspannung her mit ins Spiel. Ja? Und je mehr dehnt, desto besser ist es. Das kann man so ganz grob so sagen. Ja? Je mehr du Dehnung hast, desto besser ist der Effekt. Und dann ziehst du dich an deinem linken Knie immer weiter nach vorne und jetzt merkst du die Dehnung in der rechten Kniekehle vor allen Dingen. Da ist der Engpass. Ja? Du ziehst dich immer weiter rein, atmest schön und freust dich. Frohe Erwartung auf das Gefühl nach der Übung. Schön entspannt immer weiter reindehnen.
Wenn dir die Übungen gefallen, vor allen Dingen, wenn du auch einen guten Effekt hast, dann wäre es natürlich toll, wenn du dieses Video likest, ja, Daumen nach oben. Je mehr Daumen nach oben sind, umso besser, weil dann verbreitet sich's mehr und wir wollen ja, dass die Leute das mitkriegen, dass man da was machen kann selbst. Immer weiter einatmen, ausatmen, weiter rein. Und jetzt drückst du mal mit deiner Ferse gegen den Boden, als wolltest du dein Knie beugen, ja, als wollte das Bein so abknicken nach unten in den Boden rein, was natürlich nicht geht. Und dann merkst du die Spannung hinten, dann lässt du locker und ziehst dich weiter nach vorne. Und nochmal, du drückst wieder rein, richtig drücken, 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 ohne dass die Kniekehle sich abhebt, das darf nicht passieren. Wieder locker lassen und weiter reingehen. Kannst du auch mal den Test machen, kommst du inzwischen ran oder nicht? Ja, immer ein bisschen mehr, jeden Tag ein bisschen mehr. Ja, immer weiter rein. Und nochmal, du drückst mit der Ferse gegen den Boden, lässt wieder locker und gehst mehr in die Dehnung rein. Und nochmal anspannen, locker weiter rein. Kommst langsam wieder raus. Nur mal so nebenbei, wir haben so viele Knieschmerzvideos. Guck mal hier, ob du da welche findest, die dir auch gut gefallen. Jetzt kommen wir zur dritten Übung. Das dritte Geheimnis sozusagen. Auch wichtig. Jetzt haben wir die ganze Beinrückseite gemacht. Aber jetzt konzentrieren wir uns nochmal auf den Bereich der Wade. Warum ist die Wade so wichtig bei Knieschmerzen? Weil wir sitzen immer im gebeugten Bein am Stuhl. Ja? Und die Wade, der große Muskel, der geht über die Kniekehle hier hinten ran. Und deswegen ist jedes Sitzen eine Wadenverkürzung. Und das ist das Geheimnis. Das zu wissen, gehen wir jetzt einfach an die Wand. Such dir eine Wand oder geh vor einen Tisch oder irgendwas. Setze das Bein, wo du das Knieproblem hast, so weit zurück, dass du, das ist ganz gestreckt im Knie, wenn du jetzt ein bisschen im linken Bein beugst und die Dehnung verstärkst, dann merkst du unterhalb der rechten Kniekehle, merkst du einen super starken Zug. Und da gehst du jetzt langsam immer weiter rein und freu dich jetzt schon, weil aus Erfahrung wissen wir, die Chance ist super, super hoch, dass du hinterher das Gefühl hast, du hast ein neues Knie eingebaut. Ja, immer weiter rein und du merkst diese Dehnung. Aber begrüße sie, finde sie gut. Sie darf halt nicht übertrieben sein. Gell? Muss gerade noch ein Wohlfühlschmerz sein, aber ein deutlicher. Und arbeite dich da richtig rein. Der Effekt ist, ich wollte gerade sagen umwerfend, ja, aber das Gegenteil wäre der Fall. Ist kniestabilisierend. Du wirst dein Knie mit hoher Wahrscheinlichkeit viel besser benutzen können. Immer weiter rein. So, und jetzt Achtung, es kommt doch ein Trick, ja, ein Geheimnis mit noch einem Trick dazu. Jetzt spannst du mit dem Vorfuß gegen den Boden. Richtig fest gegenspannen. Und dadurch, dass du dich gegen die Wand stützt, kannst du das mit richtig viel Kraft machen. Du musst nur darauf achten, dass das rechte Knie richtig gestreckt bleibt. Lässt wieder locker und dann merkst du, oh, jetzt komme ich noch weiter in die Dehnung. Und dann machst du das nochmal. Du drückst richtig fest gegen den Boden, als wolltest du die Wand wegschieben mit deiner Fußkraft sozusagen. Das könnte das Gefühl sein. Richtig fest drücken, 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 lässt wieder locker und gehst nochmal weiter rein. Und komm langsam raus und jetzt lauf mal kurz hin und her. Und versprich mir eins, wenn dein Knie jetzt leichter ist, ja, dann schreibst du einen richtig heftig positiven Kommentar. Das wünsche ich mir jetzt von dir. Jetzt will ich aber noch ein bisschen was erklären. Und zwar, wir hatten ja die Übung hier, wo wir auf dem Bauch waren. Pass gut auf, hier ist wichtig zu verstehen. Ja? Und manchmal kommt man da einfach nicht dran. Man kommt nicht dran und wenn man jetzt beugt und dann wieder streckt, dann kann es oft passieren, dass man die Leiste nicht mehr weit genug runterbekommt. Und von daher kannst du mit einer Übungsschlaufe Folgendes machen. Du nimmst die so und so. Ersatzweise kannst du auch irgendwie ein Handtuch nehmen oder einen Gürtel oder irgendwas. Und dann gehst du
praktisch in die Position und schau mal, ganz einfach im Grunde genommen, aber super, super wirkungsvoll. Jetzt habe ich einfach den Arm verlängert. Und wenn ich den Arm jetzt verlängert habe, kann ich mich richtig darauf konzentrieren, runter mit der Leiste. Richtig runter mit der Leiste und kann dann so immer weiter ziehen, ohne die Leiste abzuheben, dass ich eine wunderbare Dehnung hinbekomme und die Leiste wirklich sicher am Boden ist. Das ist das eine. Jetzt mache ich noch was weiteres. Und zwar, je mehr das Knie unterlegt ist und je mehr das Knie dadurch ein bisschen hoch steht, umso besser ist die Wirkung, weil die Hüfte schon ein bisschen überstreckt ist. Deswegen legen wir jetzt einen Knieretter unter das Knie. Ja, der Name passt ja. Du kannst auch stattdessen ein Buch oder irgendwas nehmen und dich da drauflegen mit dem Knie. Aber das ist halt schön hier, weil das gleicht sich schön ans Bein an. Jetzt wieder die Leiste nach unten, richtig fest nach unten. Und dann erst anfangen. Und dann wirst du auch merken, wenn das Knie hoch liegt, fällt es dir schwerer. Schwerer fallen finden wir gut, weil dann ist die Wirkung besser. Ja? Das befreit einfach mehr. Das sind lauter so kleine Zusatzgeheimnisse irgendwie. Du wirst es merken, wenn du damit übst, was sich da tut. Und jetzt gehen wir in die Übung für das hintere Bein. Jetzt leg mal dein rechtes Bein oder das, wo du üben willst, leg es mal vor dich und streck's mal voll. Und wenn du genau hinguckst, vielleicht kann man das zeigen, wenn du genau hinguckst, schau mal, jetzt liegt das einigermaßen auf alles, aber wenn ich es voll strecke, siehst du das, wie die Ferse vom Boden etwas abhebt? Und jetzt ist es wichtig, dann kann man wunderbar von einem Knieretter den entsprechenden Keil nehmen. Das ist jetzt stufenlos einstellbar. Schau, hier habe ich noch einen Abstand. Jetzt gehe ich ein bisschen weiter hoch. Kniekehle muss aufliegen, Ferse voll durchstrecken. Jetzt passt's. Ja? Jetzt ist das schön fixiert. Und jetzt gehe ich einfach mit dem Fuß in eine Schlaufe und ziehe den Fuß nach hinten. Die Ferse liegt auf, die Kniekehle liegt auf und der Fuß ist voll unter Kontrolle jetzt. Und jetzt habe ich eine richtig heftig wirksame Übung, weil jetzt kann ich Folgendes machen. Jetzt drücke ich nicht nur mit der Ferse gegen den Boden, wodurch, wenn die Ferse abhebt, ja das Knie ein bisschen beugt. Das ist immer noch toll, aber richtig perfekt. Und ich bin so ein Perfektionist, ich will, dass die Übung mit dem kleinsten Zeiteinsatz die größte Wirkung erreichen. Ja? Und dann habe ich die Position und die Situation dafür hergestellt. Jetzt will der Fuß nach vorne. Ich halte mit der Schlaufe dagegen. Die Ferse will nach unten und der Rücken will zurück. Und in diesem Kraftfluss, der hier aufgebaut wird, wird die Übung richtig effizient. Okay, und jetzt habe ich noch was auf Lager. Und zwar, wir hatten ja vorhin die Übung an der Wand gezeigt. Ich zeige die jetzt mal mit dem Knieretter. Die Schlaufe verhindert, dass der Fuß abrutscht. Du suchst dir den richtigen Abstand, streckst dein Bein voll durch, gehst nach vorne und jetzt hast du hier schon in diesem Winkel volle Dehnung auf der Wade. Der Vorteil ist, dass die Schwerkraft jetzt voll wirksam wird, weil der Fuß nicht so weit da hinten steht. Du kannst mit deinem Körpergewicht richtig jetzt schon in Dehnung gehen und zusätzlich auch noch gegen die Wand gehen. Du musst die Wand gar nicht unbedingt haben. Es würde auch ein Stuhl lang, wo du dich ein bisschen so nur stabilisierst. Ja? Du kannst auf jeden Fall richtig massiv in die Dehnung reingehen. Du merkst das sofort. Du kannst auch irgendwie ein Buch drunter legen. Ja? Probier es einfach mal aus und du wirst merken, was sich dabei alles tut. So. Das war das Geheimnis für schmerzfreie Knie mit den 3 Übungen, mit den ganzen Erklärungen. Geh das immer wieder durch. Du wirst merken,
Das wird deinen Knien mit hoher Wahrscheinlichkeit super, super gut tun. Wir haben noch mehr Playlists für schmerzfreie Knie. Klick bitte mal da. Hier unten abonnierst du meinen Kanal. Bitte mach das unbedingt, falls du ihn nicht schon sowieso längst abonniert hast. Teile einfach diese Informationen, gerade ältere Menschen, die nicht mehr spazieren gehen können. Ja, das muss abgeschafft werden. Dafür setzen wir uns mit aller Kraft ein. Sei dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.